Hi Leute, willkommen zu Dragon About. Ich bin der Dirk und auf meinem Kanal dreht sich alles rund um den Labwaffenbau und auch einige andere Sachen. Heute machen wir was ganz Einfaches. Wir bauen eine alchemistische Bombe. Und zwar aus einem normalen Softball, ein bisschen Mattenrest und ein Stück Kordel und natürlich dann Latex oder Flexipaint. Wenn euch das Ganze interessiert, Likes, Kommentare, Abos gern gesehen, damit unterstützt ihr meinen Kanal ein wenig. Freut mich generell, dass so viele mich schon abonniert haben. Echt Dankeschön an alle, die bis jetzt mich abonniert haben. Freut mich sehr, dass die Sachen euch so gefallen. Wenn euch die Themen weiterhin gefallen, bleibt dran. Wir sehen uns. So Leute, dann fangen wir mal an, so eine ganz normale, einfache alchemistische Bombe zu bauen. Also die hat dann keine Effekte oder sonst irgendwas, ne? Nur rein optisch. Dafür nehme ich einen Softball. Gut, der ist ein bisschen blöd, weil er halt hier diese Linien drin hat. Ne? Da gibt es auch welche ohne. Dann sieht das natürlich nachher deutlich besser aus. Aber naja, gut. Im Endeffekt braucht er nicht viel. Einen ganz normalen Softball. Ne? Gibt es hier in verschiedenen Größen, je nachdem, was ihr davor habt, in die Luft zu sprengen. Dann habe ich ein Stück Zehnermatte. Ein Locheisen. Könnt ihr natürlich auch irgendwie rund ausschneiden oder wie auch immer. Ich bin mal wieder faul. Ich nehme einfach das Locheisen. Dann habe ich noch die Heißklebepistole. Also im Endeffekt braucht er da echt nicht viel für. Wie gesagt, so ein Stück. Na gut, das hätte ich vielleicht ein bisschen größer machen können. Aber zu groß will ich das auch nicht machen. Theoretisch hätte ich jetzt zum Beispiel die Mattenreste vom Schlagring, die runden Teile, aber die waren glaube ich schon ein bisschen zu groß. Dann nehme ich hier einfach mal so ein Stück Kordel. Können da verschiedene nehmen. Was auch gut geht, ist Rundleder. Das geht auch ganz gut. Im Endeffekt geht er hin. Ich nehme jetzt mal hier den Kugelschreiber als Nadelersatz. Ich hoffe, das klappt, ohne dass ich das Ding total vermurkse. Mache ein Loch dann quasi da rein. Und drehe die Kordel da so ein bisschen durch. So. Dann schneide ich das hier unten ein bisschen ab. Nachher kann man das noch so ein bisschen kürzen. Suchen wir jetzt hier irgendwo eine Stelle, wo ich das Ding drauf pappen will. So. Papp das jetzt hier einfach mal drauf. Halt das Ganze ein bisschen fest. Schneide es auf eine vernünftige Länge ab. Also richtig gut klebt es nicht hier drauf. Ich glaube, die Oberfläche ist nicht so toll für Heißkleber, aber naja, gut. Sollte trotzdem funktionieren. Vielleicht muss ich noch ein bisschen nachkleben. Ja, wahrscheinlich. Kleben wir hier noch so ein bisschen was drauf. So. Muss ich jetzt ein bisschen üppiger drauf machen. Aber das wäre schon mal der Grundbau für diese Bombe. Den Kleber lassen wir jetzt noch ein bisschen abkühlen. Und dann können wir eigentlich schon anfangen zu pinseln. Als Unterlage nehmen wir, ja, Dirk, hast mal wieder nichts bereitgelegt, so wie ich das sehe. Da hatte ich irgendwann mal, ich weiß ja nicht wovon das war, ich glaube von irgendwelchen Süßigkeiten oder irgend sowas war das eine Verpackung. Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Da habe ich die Dinger so rausgeschnitten. Da könnt ihr die Teile quasi so dann draufstellen. So, Heißklebepistole braucht man nicht mehr. Dann gehen wir jetzt hin, nehmen uns noch was zum Pinseln. Und zwar tun wir das als Unterlage weg. Weil das könnte wieder ein bisschen Sauerei werden. Dann nehmen wir uns das schwarze Latex oder Flexipaint. Und dann wird das Ganze hier einfach gepinselt. Auch die Kordel. Geht da einfach drüber. Mit Pinsel ist es wahrscheinlich ein bisschen einfacher. Jetzt hier mit dem Ding. Aber das geht eigentlich auch. Dann macht er wieder so die Halb- bis Dreiviertel Technik. Und hier habe ich hier noch so ein bisschen Schmand dran. So, jetzt müsste besser gehen. Ja. Und dann macht er dann wieder so die üblichen so 6, 7, 8 Schichten. Das hängt halt davon ab,
wie dicker halt die drauf macht. Wenn er so was dicker drauf macht, braucht er halt nicht so viel. Und wenn er halt was dünner, dann halt dementsprechend mehr Schichten. So. Wie gesagt, das ist wieder was ganz Simples. Das kann eigentlich jeder Anfänger auch nachbauen. Wie gesagt, so die Softbälle, die kriegst du ja überall zu kaufen oder halt aus dem Internet. Ich glaube, meine hatte ich, ja, ich glaube mal beim Toys R Us. Ne? Für ein paar Euro kriegst du die da hinterher geworfen. Gibt es dann halt auch in verschiedenen Größen. Könnt ihr dann so wie beim Feuerball, ja, 1 bis 3 oder was, je nach Größe dann, was da halt bei rumkommen soll. Wenn es denn auf den Cons erlaubt ist, mit Alchemiebomben zu bauen. Ist ja auch nicht unbedingt überall erlaubt. So. Und das ist halt einfach herzustellen. Wie gesagt, momentan mache ich immer so ein paar kleinere Sachen, die relativ einfach herzustellen sind, damit ihr auch mal ein bisschen was machen könnt. Und die komplizierteren, die kommen jetzt die nächste Zeit dann. Dafür muss ich ein bisschen mehr Zeit haben, die mir leider momentan noch fehlt. Aber in so circa einem Monat wird sich das wohl ändern. So. Ups. Fallen lassen sollte die Teile natürlich nicht. Das ist mal wieder so der Vorführeffekt. Dann stellt er das Ding einfach auf den... Irgendwie ist heute der Wurm drin, Leute. So. Das Ganze lassen wir jetzt erstmal trocknen. Und dann, wie gesagt, wieder so die üblichen 5, 6, 7, 8 Schichten. Ja, mein Pinsel macht halt ein paar Schichten mehr, aber die wesentlich dünner sind, wie das, was ich jetzt hier mache. Bis er halt meint, dass das okay ist. Soweit ist das, denke ich, relativ simpel. Dann sehen wir uns wieder, wenn die Schichten drauf sind und ich dem Ding ein bisschen Farbe gebe. So Leute, da sind jetzt einige Schichten drauf an Schwarz. Jetzt gehen wir mal hin. Machen uns erstmal wieder ein paar Schwämme. Die hätte ich vielleicht vorher machen sollen, aber ihr kennt mich ja. Ich mache ja einfach immer drauf los so ein bisschen. Ab und zu plane ich, manchmal auch nicht. Das ist mehr wieder so ein Nicht-Planen. So, aber das ist nicht schlimm. So. Jetzt mal auseinander, da brauchen wir nicht so viel von. So, und zwar würde ich diesmal über das schwarze Latex mal nur mit Acrylfarbe gehen. Mal gucken, wie das aussieht. Mal ein bisschen was rum experimentieren. Nehmen wir uns ein bisschen größeren Schwamm. Und dann gucken wir mal, wie das nachher wird. Ich glaube, das kann schon ein bisschen zu hell werden. Naja, mal schauen. Müssen wir halt ein bisschen mehr tupfen, dann müsste das eigentlich auch gut gehen. Wie gesagt, ich versuche das Teil diesmal relativ simpel zu halten, damit man das auch überall für alle möglichen Sachen nachbauen kann. Wie gesagt, das ist ja nur ein Softball, ein bisschen Mattenrest und ein Stück Kordel und ein bisschen Latex drauf mit Farbe und Topcoat nachher. Kann man natürlich alles noch hübscher machen, wenn man halt noch irgendwas aus Dreiermatte draufsetzt. Aber das liegt halt an euch. Ich mache jetzt nur einfach mal so ein bisschen hier was, damit ihr ein bisschen vielleicht auch irgendwelche Ideen bekommt. Was man mit so ein paar Softbällen noch alles so machen kann. Da gibt es bestimmt auch noch einige andere Möglichkeiten. Vielleicht fällt mir da auch noch was zu ein. Oder wenn ihr selber irgendwelche Ideen habt, was man noch aus Softbällen machen könnte, mal abgesehen von Kugeln für einen Morgenstern oder so, dann könnt ihr das ja gerne in die Kommentare schreiben. So. Das haben wir jetzt so weit. Dann gehen wir noch ein bisschen an den Korken.
Ding wird irgendwie ganz Metall. Ich hätte das jetzt vielleicht auch noch so ein bisschen andersfarbig machen können. Aber wie gesagt, ich versuche es relativ simpel zu halten. So. Hier so hin. Kann natürlich sein, dass die Farbe dann, falls es noch nicht trocken ist, abgeht. Dann nehme ich ein bisschen Rot. Also wirklich nur so einen kleinen Klecks. Dafür brauche ich eigentlich auch nicht so einen ganzen Schwamm. Dann nehme ich irgend so ein Reststück, wo ich natürlich schon Latex dran habe, was auch nicht so gut ist. Tupft das wieder so ein bisschen ab und nehme dann quasi oben so ein bisschen die Spitze, dass das nachher so ein bisschen aussieht, als wenn das schon am Brennen ist. Einfach nur so ein bisschen drauf. Kann man dann eventuell auch noch mit Gelb ein bisschen mehr Akzente, aber ich mache jetzt mal nur das Rot. Ich versuche es wirklich diesmal sehr simpel zu halten, mal wieder. So. Nachteil ist, wenn er das direkt mit der Acrylfarbe auf das Latex macht, dass sich das runterreiben kann. Das ist der Haken an der Sache. Nur so als kleiner Tipp. Ja. So, das Ganze lassen wir jetzt erstmal ein bisschen trocknen. So Leute, das Ganze ist jetzt soweit trocken. Hoffe ich auf jeden Fall. Ich nehme jetzt einfach mal wieder so eine Rouladennadel, weil ich will das ganze Ding in einem Schwung durchpinseln. Ich stecke das hier unten irgendwie rein. Nehme wieder eine Kordel mit Schleife, dass ich das dann gleich hier einhängen kann. So, dann nehmen wir wieder ein Behältnis. Irgendwas, das ich ein bisschen schräg machen kann. Einen Pinsel. Und dann nehme ich hier den Topcoat. Ja, das ist der glänzende. Alles egal, dann nehmen wir halt mal den glänzenden dafür. Mal gucken, wie das damit aussieht. So. Ich fange jetzt hier einfach mal an der Spitze an. Wie gesagt, ich nehme jetzt zwar den glänzenden, also ich hätte jetzt, wenn ich ihn hier unten stehen hätte, hätte ich jetzt den matten genommen, aber ich nehme jetzt einfach mal den glänzenden. Wie gesagt, das liegt dann an euch, weil ihr da gerne habt. Ob ihr es lieber matt mögt oder lieber was glänzender. Ich nehme es jetzt einfach mal ein bisschen glänzender. Sieht dann vielleicht ein bisschen künstlicher aus, aber es geht ja nur darum, dass ihr mal seht, wie sowas gemacht wird. Wie gesagt, wenn ihr selber mal Ideen habt, schreibt mal in die Kommentare, was ihr aus so Dingern auch noch baut. Wie gesagt, ich nehme es halt für sowas, dann ab und zu auch schon mal für einen Morgenstern, wenn eine runde Kugel passt. Ja, kann man halt für alle möglichen Sachen. Ab und zu benutze ich auch schon mal für Magierstäbe, wenn irgendwie was Rundes dran muss. Da kann man halt viele Sachen mitmachen. Ja, und durch die Rouladennadel könnt ihr das Ganze dann vernünftig hier drehen. Dann geht das. Ihr habt zwar nachher dann so ein kleines Mini-Loch unten, wenn ihr das draus macht, aber das ist nicht so schlimm. Da kann man aber wieder ein bisschen Topcoat drüber machen, dann ist das auch zu. Also wie gesagt, alles kein Beinbruch. So. So. Ich gerade sehe, durch das Pinseln kann man auch so ein bisschen Farbe anscheinend doch noch nicht so ganz trocken. Da kann man vielleicht noch ein paar schöne Effekte reinmachen, wenn die Farbe dann noch so ein bisschen weggeht. Ja, das sieht gar nicht mal so schlecht aus, Leute. Das hat was. Man glänzt das dann nicht ganz so schlimm. Ja, gefällt mir. Kann man mitarbeiten. Hier machen wir auch noch ein bisschen. Bin mal gespannt, wie es nachher aussieht, wenn es trocken ist. So. Das Ganze tun wir jetzt wieder aufhängen. Lassen das trocknen und dann schauen wir mal, wie das nachher trocken aussieht. Ich bin echt mal gespannt. So Leute, es ist verbracht. Das Ding ist jetzt trocken. Nadel mal rausgeholt. So sieht das Ganze jetzt aus. Also ist jetzt nichts Berauschendes. Ne?
Wie gesagt, ich habe mal ein bisschen rumexperimentiert, sollte jetzt halt was Günstiges sein, einfach mal so eine alchemistische Bombe halt. Wie gesagt, ist nicht in allen Settings vielleicht passend, aber das ist einfach zu machen und ich wollte euch mal zeigen, wie man sowas aus ganz wenig Material selber machen kann. Dann hoffe ich mal, das Ganze hat euch wieder gefallen. Wir sehen uns bei einem meiner nächsten Videos. Wir sehen uns.